Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid zur nächsten Wanderung. Heute geht's über Berg und Tal, über Stock und Stein und ich lade euch herzlich dazu ein. Und der Pumuckl würde jetzt sagen, das reimt sich und was sich reimt ist gut. Und diese Wanderung ist wirklich gut. Ich kann sie euch wärmstens ans Herz legen, probiert sie einfach mal selbst aus. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Anschauen. Doch bevor wir über Stock und Stein steigen, steigen wir erst einmal in die Erzgebirgsbahn ein. Fahren im Flöatal bis Lengefeld-Rauenstein. Dort lassen wir den Bahnsteig im Rücken. Rechts grüßt uns bereits das Schloss Rauenstein. Auf dieser, wenn auch einladenden Bank zum Ausruhen, müssen wir aber jetzt wirklich noch keine Rast machen, sondern überqueren unsere Flöha. Naja, das ehemalige Ferienhaus macht leider nach über 30 Jahren Leerstand einen immer heruntergekommeneren Eindruck. Also laufen wir lieber weiter. Reichlich 100 Meter die Straße nach oben. In der Kurve angekommen, wer regelmäßig meine Filme schaut und die Wanderung ausprobiert, dem wird dieser Anblick sehr bekannt vorkommen, gehen wir heute geradeaus in Richtung Kalkwerk, dem gelben Strich folgend. Vorbei an der Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde Tschobau, wie der stolze Name lautet, und welche gerade komplett umgebaut wird, geht es, wie versprochen, den ersten Berg nach oben. Allerdings macht es der liebliche Anblick, gerade im Wonnemonat Mai, ausgesprochen angenehm hier zu laufen. Auf der rechten Seite lugt noch einmal das Schloss Rauenstein hinter den Bäumen hervor. Ihr schaut hier nach rechts und wundert euch, was das sein soll. Herdersruh nennt sich dieses Bauwerk. Und wer bei dem Namen Assoziation zum Dichter Johann Gottfried Herder bekommt, der liegt gar nicht so schief. Doch was es genau damit auf sich hat, das werden wir in einem späteren Film erkunden. Jetzt geben wir uns noch einen letzten Ruck bis zur, zunächst letzten Höhe und können erst einmal Luft holen. Dabei solltet ihr euch unbedingt umdrehen. Die Aussicht finde ich als schöne Belohnung für die ersten gelassenen Schweißtropfen. Unser Blick geht über die Seidenbachtalsperre, welche, wenn wir genau hinschauen, zu erkennen ist in Richtung Forchheim, Seida-Lippersdorf. Ihr merkt beim Namen Seidenbachtalsperre auf? Richtig, an einem früheren Herbsttag waren wir auch schon dort, um das Naturschauspiel zu bewundern. Ihr seid wieder bei Puste? Gut, dann gehen wir weiter über die Felder. Achtung, im Sommer eine Kopfbedeckung nicht vergessen und lassen Lengefeld rechts liegen. Lengefeld, früher eine Bergstadt, gelegen an der Silberstraße, trägt auch den Beinamen Stadt zwischen den drei Talsperren. Neben der Seidenbachtalsperre gibt es nämlich auch die beiden 19 Hainer Talsperren im Bornwald gelegen, welche wir auch gemeinsam besucht haben. Interessant, hier in Lengefeld befand sich früher der Leuchtenbau, welcher die komplette DDR mit Lampen belieferte und dazu zeitweise 1000 Beschäftigten Lohn und Brot gab. Ihr seht, Möglichkeiten zum Wandern gibt es jede Menge. Wir benutzen jedoch die gelbe Markierung weiter, immer dem Feldweg folgend. Bei diesen angenehmen Eindrücken wird der Weg kurzweilig und so stoßen wir auf die Freiberger Straße, welche wir überqueren, weiter dem Schild Kalkwerk folgend und diese schöne Bank vermittelt einen ersten Eindruck von selbigen. Auf der anderen Seite der Straße angekommen, finde ich die Ausblicke hoch ins Erzgebirge einfach wunderschön. Und wer möchte, der kann sich für das nächste Weihnachten schon einen Weihnachtsbaum aussuchen. Über den Weg müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr müsst einfach immer weiter dem Feldweg folgen.
Am Waldrand angekommen finden wir den Lößnitzbach. Dieser hat allerdings mit dem Lößnitztal, welches wir auf der Wanderung um Hetzdorf besucht haben, nichts zu tun. Dieser Name ist in unserer Region ziemlich weit verbreitet. Und jetzt steigen wir auf diesen breiten Forstweg wieder einmal nach oben. Zugegeben, so schnurgerade ist es nicht unbedingt die Wonne, aber dieser Art Weg ist auf unserer Rundtour heute eine Ausnahme. Aber oben erkennen wir bereits das nächste Ziel, das Kalkwerk Lengefeld. Darüber haben wir bereits bei unseren Touren an der Neunzenhainer Talsperre gesprochen, beziehungsweise bei unserem Besuch im kleinen Erzgebirge Oederan. Und wer an Historie interessiert ist, dem wird die Geschichte von durch die Nazis hier eingelagerten Dresdner Kunstschätzen bekannt sein. Wer davon noch nichts gehört hat, den möchte ich noch ein wenig vertrösten auf einen späteren Film. Die Thematik ist viel zu umfangreich, um jetzt kurz darüber zu sprechen. Einen guten Tipp kann ich euch jetzt dennoch schon geben. Nicht nur, wenn ihr ins Schwitzen gekommen seid. Die Gaststätte Kalkwerk ist definitiv eine gute Hausnummer. Ich kann euch den Besuch wirklich wärmstens empfehlen. So, habt ihr nun genug gegessen und getrunken? Gehen wir weiter. Zunächst einige Meter an der Straße Richtung Lauterbach entlang, dann die Treppe nach oben. Hier geht es zum einen zum Eingang für das Museum, zum anderen finden wir hier oben den Fußweg in Richtung Parkplatz. Auf dem unbefestigten Parkplatz angekommen, würde ich euch noch einen kleinen Abstecher empfehlen, nämlich rechts den schmalen Pfad folgend. Weit müssen wir diesen nicht gehen, ehe wir schließlich diesen herrlichen Aussichtspunkt erreichen. Von hier haben wir einen sehr schönen Blick in das Kalkwerk hinein. Satt gesehen laufen wir zurück, müssen noch einmal knapp 100 Meter an der Straße nach Lauterbach gehen. Wer beim Namen Lauterbach ins Grübeln kommt, der liegt nicht falsch. Genau, es ist das Lauterbach, wo der herrliche Lauterbacher Tropfen hergestellt wird. Aber nichts da, wir gehen jetzt nicht ins Dorf hinunter zum Vernaschen, wir biegen nämlich gleich wieder nach links in den Wald ab. Statt dem schönen grünen Schnaps dürfen wir den Pfad mit der grünen Markierung Richtung Pockau genießen. Zwischen den Bäumen bietet sich auch einmal ein schöner Ausblick hinunter in Richtung Lengefeld. Ansonsten ist hier nichts als Wald und Ruhe. Bis wir an diesem Zaun vom Forst landen. Und ade, du schöner Wanderweg. Keine Panik. Die Absperrung ist nicht weiträumig, also gehen wir einfach einmal ums Geviert und siehe, da ist wieder unsere grüne Markierung. Abgeholzte Wälder will ja wirklich niemand. Aber in dem Fall öffnet sich für uns unerwartet der Blick in Richtung Steinbruch-Görsdorf bzw. Libbersdorf-Reifland. Letzteres kennt ihr ja bereits. Stichwort Fernsicht und gemütliches Spazieren. Weit müssen wir nicht mehr gehen, um vor eine erste Entscheidung gestellt zu werden. Wer ordentlich zu Fuß und geländegängig ist, der kann getrost den schmalen Pfad nach unten gehen. Was euch dort erwartet, das zeige ich gleich. Alle anderen biegen bitte links ab. Bei Outdoor Active und Komoot könnt ihr euch die Route anschauen. Es ist lediglich ein ganz kleiner Umweg und ihr könnt euch wie immer unten in der Beschreibung zum Video die GPS-Daten herunterladen. Wer jetzt trittsicher und sozusagen geländegängig ist, der geht abwärts, sogar mit der offiziellen grünen Markierung. Am Heinsbach angekommen, sehen wir dann die Bescherung. Dereinst war hier eine kleine Brücke für Fußgänger. Die Betonung liegt auf war. Ihr könnt versuchen, über diesen Behelf zu kraxeln. Ich habe den Bach mit Hilfe der Steine überquert. Glücklich auf dem Jägersteig angekommen, warten wir an der Raststätte auf unsere Freunde, welche den kleinen Umweg gemacht haben, denn diese werden auch gleich hier eintreffen. Nach dem Picknick orientieren wir uns erst einmal nach oben weiter mit der Ausschilderung Pockau.
Nach einem kleinen Anstieg öffnet sich wieder unser Sichtfeld und wir sollten zunächst die neuerliche schöne Aussicht genießen. An der nächsten Kreuzung haben wir erneut die Qual der Wahl. Hier oben gibt es nämlich 3 Möglichkeiten, um zu unserem nächsten Ziel Pockau zu gelangen. Ich habe mich für die längste von ihnen entschieden, nämlich diesmal die gelbe Markierung Richtung Judeichhöhe. Nach der Überquerung der kleinen Kuppe solltet ihr links aufpassen. Ein Hinweisschild verweist auf einen Gedenkstein. Der kleine Aussichtspunkt ist sehr angenehm und bietet sich eigentlich auch als Rastplatz an. Allein das Hinweisschild fehlt aktuell, aber es wird derzeit vom Sachsenforst ein neues gebaut. Nur wann es aufgestellt wird, das kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Doch, wer ist dieser Johann Friedrich Judeich? Er studierte 1846 bis 1848 Forstwirtschaft an der Forstakademie in Tharandt sowie Nationalökonomie in Leipzig, arbeitete sich beginnend als Hilfsarbeiter nach oben, ehe er 1866 als Direktor an die Forstakademie zu Tharandt beordert und 1876 zum Geheimen Forstrat sowie 1878 zum Geheimen Oberforstrat ernannt wurde. Und auch Judeich interessierte sich nicht nur für die Natur. Ihr hört richtig, er war langjähriges Mitglied im Eisenbahnrat der Königlichen Generaldirektion der Sächsischen Staatseisenbahnen. 1866 wurde er sogar Ehrendoktor der Universität Leipzig. Gut gelaunt laufen wir wieder nach unten, nunmehr in Richtung Tal des Flusses Pockau und müssen uns bald erneut entscheiden. Ich würde euch den schmalen Weg geradeaus empfehlen. Allerdings müsst ihr ein wenig aufpassen, der Pfad wird immer schmaler und unscheinbarer. Hier geht er zum Beispiel rechts ab. Mir hat es jedoch unheimlich gefallen und ich hoffe, ihr kommt ebenso auf eure Kosten. Die nächste lichte Stelle zeigt uns bereits einiges davon, was uns im Tal der Pockau erwartet. Nämlich auf der anderen Flussseite diese Felsformationen mit ihrem Alpinstieg über die Talkanzel. Ihr dürft jetzt schon gespannt sein. Dahin möchte ich euch demnächst einladen. Heute steigen wir immer weiter nach unten, immer noch auf der gelben Markierung, ehe wir das Tal der Pockau mit dem Pockautalweg erreichen. Unten angekommen ist unser nächstes Ziel erneut der Ort Pockau, also laufen wir nach links. Auch wenn der Weg, wie ihr seht, wesentlich breiter ist als auf dem zurückliegenden Abschnitt, finde ich diesen Talweg dennoch wunderschön, nicht zuletzt wegen der Buchen. Diese Bäume empfinde ich als majestätisch und sie strahlen so eine Ruhe aus. Wie bereits oben an der letzten großen Abzweigung angesprochen, es führen hier mehrere Wege nach oben. Ihr könnt also variieren nach Lust und Laune. Schlussendlich kommen wir in Sichtweite der Bahngleise der ehemaligen Strecke nach Reitzenhain bzw. Tschechien. Dahin fahren leider schon lange keine Züge mehr. In den derzeitigen Endbahnhof Marienberg leider auch keine planmäßigen. Höchstens ab und an ein Sonder- oder Militärzug. Und dann ist Pockau erreicht. Und aktuell ein Problem. Ihr seht das Dilemma, ein Bauzaun. Ich habe überlegt, geschaut und festgestellt, es gibt lediglich eine Vollsperrscheibe und diese besagt, hier ist ein Verbot für Fahrzeuge aller Art. Handfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder dürfen geschoben werden. Ich bin kein Fahrzeug und um beispielsweise Fahrräder schieben zu können, muss man letztlich laufen. Dazu gibt es einen aus meiner Sicht schmalen, aber guten Fußweg. Also weiter geht's. Und was sehen wir? Hier wird am Hochwasserschutz gearbeitet. Pockau wurde jeweils 1999 und gleich noch einmal 2002 schwer davon betroffen. Aus Schaden klug werden nennt man diese Maßnahmen.
Für das ehemalige Sägewerk auf der linken Seite kommt dieser Schutz jedoch zu spät. Sowohl 1999 als auch 2002 wurde dieses von den Hochwassern schwer getroffen und vieles weggespült. Nach dem zweiten Schaden wurde schließlich die Anlage aufgegeben. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Ein absolutes Highlight von Pockau ist die Ölmühle. Über das Thema Ölmühle hatten wir schon einmal bei unserer Wanderung um das alte historische Borstendorf gesprochen. Allerdings gäbe es so viel dazu zu sagen, dafür ist jetzt kein Platz. Wenn ihr Interesse habt, dann handeln wir dieses Thema später in einem separaten Film ab. Wem jetzt die Füße wehtun oder wer hungrig und durstig ist, dem bietet sich mit dem Bergschlösschen eine sehr angenehme Einkehr ein. Wenn wir uns von dem Flüsschen Pockau verabschieden, werfen wir noch einen Blick auf die vielen Wanderschilder und wie bereits vorher festgestellt, Pockau bietet dem Wanderer vieles an Möglichkeiten. Ihr könnt euch nach Herzenslust beim Wandern in der schönen Umgebung austoben. Pockau ist ursprünglich ebenfalls wie so viele Orte in der Region als Waldhufendorf entstanden. Durch die Eisenbahn erhielt der Ort jedoch ein völlig anderes Ortsbild und Charakter. Aber auch dieses Thema sprengt an dieser Stelle den Rahmen. Wenn es euch interessiert, dann können wir später noch einmal speziell darüber sprechen. Wir laufen die Hauptstraße, die Flöatalstraße, durch den Ort hindurch. Wer schmalere Straßen bevorzugt, der kann einen kleinen Bogen zum Beispiel über die August-Bebel-Straße nehmen und bei der Gelegenheit auch zum Bahnhof laufen. Ärgerlich für alle, die sich, so wie ich, nicht vorher über die Öffnungszeiten vom Café Mauersberger informieren und am falschen Tag laufen. Strafe muss sein und ihr drückt euch umsonst die Nase an der Schaufensterscheibe platt. Das Café Mauersberger ist nämlich eins der besten in der Region. Wem die Füße wehtun und wer nicht mehr weiter kann, dem bietet sich ein weiteres Mal die Chance, zum Bahnhof abzubiegen und bereits von hier mit dem Zug zurückzufahren. Ansonsten gehen wir noch bis zur großen Kreuzung vor, ehe wir rechts auf die Freiberger Straße abbiegen, um dieser einige Meter zu folgen. Nach dem Bahnübergang heißt es aufgepasst, wir verlassen nämlich wieder die Bundesstraße, um links dieses Einkaufscenter zu durchqueren. Vorbei an den Garagen finden wir auch die nächste Beschilderung. Wir orientieren uns erneut am gelben Weg in Richtung Lengefeld. Vorbei an diesem Zaun erreichen wir diesen Bahnübergang mit Drängelgitter. Wer regelmäßig meine Filme schaut oder die Wanderung selbst ausprobiert, dem kommt das jetzt sicher sehr bekannt vor. Richtig, auf der Wanderung durch das Flöatal über den Jüdenstein sind wir hier bereits vorbeigelaufen. Heute benutzen wir allerdings, wie vorhin bereits erwähnt, die gelbe Markierung Richtung Lengefeld. Diese Wiesenwege haben nach dem vielen Wald- bzw. Ortsdurchquerung einen ganz eigenen Reiz und Charme, wie ich finde. Zwischendurch bietet sich immer wieder ein Blick in Richtung Steinbruch bzw. Görsdorf und Pockau. Es mag vielleicht unglaublich klingen, aber der offizielle Wanderweg führt tatsächlich hier quer über die Wiese. Oben auf dem Hammelberg angekommen habt ihr erneut die Möglichkeit zum Variieren. Ich habe zunächst weiter die Richtung Lengefeld beibehalten. Zunächst immer den angenehmen Weg am Waldrand entlang, bevor wir rechts in den Wald hinunter abbiegen, um dem nächsten Ziel Springbrunnen zu folgen. Weiter unten finden wir dann dieses eigenwillige Hinweisschild und folgen ihm natürlich nach links, auch wenn es, wie ihr sehen könnt, nach Regen ein bisschen feucht an den Füßen werden kann. Naja, Stichwort Forst. Schade, dass danach die Wege teilweise so zurückgelassen werden. Aber nicht weit und wir sehen rechts, was es mit der Bezeichnung Springbrunnen auf sich hat. Denn siehe, es gibt tatsächlich einen solchen. Unglaublich, aber schön, hier mitten im Wald. Nachdem wir den Springbrunnen ausgiebig bewundert haben, queren wir den kaputten Forstweg und folgen nunmehr dem schmalen Pfad am Hang hoch. So unschön abgeholzte Wälder sind, aber unterwegs wird uns dafür ein erneuter Blick auf die Seidenbachtalsperre geboten. Naja, ich hatte es euch ja angedroht, über Stock und Stein führt unser heutiger Weg.
Dennoch finde ich ihn reizvoll, zum Beispiel durch den kleinen grünen Teich, welchen wir umqueren. Welch alte Weisheit, wer runtersteigt, muss auch wieder hoch. Also auf geht's noch einmal, der Waldrand ist nicht zu weit, und siehe, geschafft. Schon sind wir auf dieser wunderschönen Wiese gelandet, und von hier wisst ihr ja jetzt Bescheid. Denn heute früh war es der Beginn unserer Wanderung. Und so laufen wir in Blickrichtung von Herdersruh, die Seitenbachtalsperre bzw. die dahinterliegenden Dörfer im Blick, langsam aber sicher nach unten. Links grüßt uns noch einmal das romantische Schloss Rauenstein. Die Straße erreichend nähert sich unsere Tour nun dem Ende. Wir müssen erneut über die Flöa und sind am Ziel, dem Haltepunkt Lengefeld-Rauenstein. Danke, dass ihr mich wieder begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Tour über Stock und Stein. Und in diesem Sinne, ciao und bis bald.